Meine Damen und Herren, Außenstöße Lately Show in Berlin. Das sind die Lately News. Alles andere draußen sind nur Fake News. Fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Vielleicht haben wir hier bei den News schon den einen oder die anderen 100 Gags über den nicht existenten Hauptstadtflughafen, den BER, gemacht. Aber Berlin hat noch so viel mehr zu bieten. Museen, den Funkturm, den Alex und natürlich auch den Flughafen Tempelhof. Denn dieser Flughafen hat trotz seiner Schließung 2008 vielleicht dann doch etwas überhastet angesichts des nicht zustandekommens des BER immerhin einen funktionierenden Brandschutz. Nur genau dieser macht im Moment immer mehr Probleme. Denn damit die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude auch weiterhin genutzt werden können, müssen die Gebäude saniert werden. Und um dies zu handeln, ist der Brandschutz, der nur aus 11 Personen besteht, einfach viel zu klein. Vor allem ist dabei die Berliner Polizei von diesen Sanierungen betroffen, da diese eine etwa 42.000 Quadratmeter große Fläche im Flughafen Tempelhof nutzt, die jetzt nach und nach gesperrt werden muss. Hätten wir nur eine Ersatzfläche, die die Berliner Polizei nutzen könnte. Irgendetwas Großes mit extrem viel Platz, gerne offen und mit einer richtig guten Anbindung. Ha, ich hab's! Wenn Hertha sein Stadion neben dem Olympiastadion baut, dann hat die Polizei im Olympiastadion knapp 76.000 Plätze zum Aussitzen der Sanierung im Tempelhofer Flughafen. Manchmal ist es einfach zu einfach. Hamburg. Seitdem die neue Urheberrechtsreform im März vom EU-Parlament beschlossen wurde, wird es sogar noch komplizierter, durch das Wirrwarr von Rechten und Reformen zu blicken. Einen besonderen Auswuchs konnte man nun in Hamburg erleben. Denn dort streiten die Erben von Astrid Lindgren und die Erbin von Wolfgang Franke, den deutschen Komponisten des Pippi-Langstrumpf-Liedes, vor Gericht. Anlass der Kontroverse ist, dass die Schweden der Ansicht sind, dass die deutsche Fassung des Pippi-Langstrumpf-Liedes sei eine sogenannte abhängige Bearbeitung des Originals, jedoch ohne Einwilligung von Astrid Lindgren. Nun wird es sicherlich schwieriger, die 2002 verstorbene Astrid Lindgren oder den 2007 verstorbenen Wolfgang Franke zu fragen, wie das war bei Pippi Langstrumpf. Wobei es korrekt heißen müsste, Pippi-Lotta Victualia Rollgardina Pfefferminz Ephraims Tochter Langstrumpf. Und das ist nicht nur ein verdammt langer Name, das kostete auch gerade 5 € Tantieme an die Lindgren-Erben. Vor allem wurde das Pippi-Lotta Victualia Rollgardina Pfefferminz Ephraim Tochter Langstrumpf-Lied bereits 1969 veröffentlicht. Ist das keinem in den über 50 Jahren vorher mal aufgefallen? Vielleicht als Astrid Lindgren und Wolfgang Franke noch lebten? Und ich glaube, wir haben gerade für den Gag mehr Tantieme bezahlt, als das Pippi-Lotta Victualia Rollgardina Pfefferminz Ephraim Tochter Langstrumpf-Lied in 50 Jahren generiert hat. Mindestens. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Menlo Park. Wenn man heute mit jungen Menschen redet, also mit Menschen wie mir, hört man immer öfter, wenn wir von Apex, Fortnite und dem Klimawandel auf das Thema Facebook kommen, die Aussage, Facebook ist sowas von StudiVZ. Erst einmal LOL, weil wir Teenager StudiVZ noch kennen. Aber es ist auch eine Bestätigung einer Studie des Oxford Internet Institute, dass es wirklich gibt und nicht eine Ausrede ist, um Pornos zu schauen. Denn dieser Studie nach könnte es bald mehr Tote als Lebende auf Facebook geben. Die Forscher des Oxford Internet Institute gehen nämlich davon aus, dass bis 2070 mehr als die Hälfte der Facebook-Nutzer gestorben sind. Und das stellt Facebook vor immer größer werdende Probleme. Denn dem Netzwerk rennen schon lange die jungen User, wie ich, weg. Während jetzt Oma mit ihren Freundinnen WhatsAppt, Opa über seine Arthritis Instagrammt und Tante Erna aus dem Wartezimmer eines Arztes wieder livestreamt, wendet sich die Generation Y immer mehr ab. Und ich sehe immer öfter nun Teenager, die auf ihren Fensterbänken lehnend sich laut über die Senioren beschweren, die mit Longboards durch die Straße cruisen und meinen, dass es sowas gibt. Nein, nein, nein. So etwas hat es in meiner Generation nicht gegeben. Langenbruck. Wer kennt das nicht? Da gibt man im Navi seine Zielstraße ein und achtet nicht auf die Postleitzahl und wird prompt zum falschen Ziel geführt. Weil es in der Stadt gleich 5 gleichnamige Straßen gibt. Das ist dann natürlich ärgerlich. Noch ärgerlicher ist es dann nur, wenn eine Kunstliga-Staffel ihre Manöver richtig abhält, aber leider über der komplett falschen Stadt. Genauso also,
wie bei der Schweizer Armee, die eigentlich zum Geburtstag des Schweizer Flugpioniers Oskar Bieder über dessen Geburtsort Langenburg fliegen wollte. Jedoch dann scheinbar falsch abgebogen sind und über dem nur 3 Kilometer entfernten Mümsli-Wil kreisten. Leider konnte man dies jedoch nicht auf dem Festplatz in Langenburg sehen, wo mit der Zeit die Gesichter der Verantwortlichen immer länger wurden. Wie der zuständige Einsatzleiter nun meinte, kann dies nun einmal passieren, wenn die Piloten mit mehr als 700 km/h durch die Schweiz brettern. Und das ist eigentlich nur menschlich. Wobei, trotzdem verstehe ich nicht, wie man die beiden Städte verwechseln konnte. Haben wir zufällig ein Bild vom zuständigen Einsatzleiter, der die Piloten falsch geleitet hatte? Nein, an dem lag es bestimmt nicht, dann war es eben wirklich nur Pech. Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Bravo Magazin. Denn es hat sich gezeigt, dass das Failing Bravo Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Meine Mutter meinte schon früher, dass es aus mir eines Tages mal was ganz Tolles wird. Komischerweise, wenn ich ihr heute sage, guck mal Mama, ich bin im Fernsehen, legt sie meistens ihre Zigarette beiseite und meint nur abwertend klatschend, Bravo. Das ist nicht nur gemein, sondern auch sehr verletzend. Nicht für mich, denn ich habe 3 Hypotheken in ihrem Namen aufgenommen, nur um diese News heute Abend zu finanzieren, denn das weiße Ideenpulver ist nicht gerade billig. Auch war es nicht gerade günstig, alle Bravo-Ausgaben der letzten Monate zu kaufen, um mich als Bravo-Starschnitt in die Ausgabe zu schmuggeln. Und es kann sein, dass einige Justin Bieber-Fans sich gerade den letzten Teil des Bravo-Starschnittes an die Wand kleben und dann mich sehen. Wobei man da auch mal ganz ehrlich sagen muss, dass jetzt so viel Unterschied zwischen mir und Justin Bieber rein äußerlich auch nicht wirklich besteht. Und so werden nur wenige Teenager aufschreien und meinen, sei gewarnt Bravo Magazin, die dunkelgelbe Teenager Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort nicht mehr auf meiner Abo-Liste. Das waren die Lately News, wir sind wieder am Dienstag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.